Was geht, meine Freunde? KobeBjoern ist am Start. Heute mit dem Spielbericht für Game 1 in den NBA Finals zwischen den Golden State Warriors und den Cleveland Cavaliers. Endlich kommt der Spielbericht. Ein paar werden sich jetzt fragen, warum kommt er so spät, einen Tag nach dem eigentlichen Spiel? Es liegt nicht daran, dass ich faul war. Es liegt eher daran, dass ich einfach nicht wusste, wie ich dieses Riesenevent, was dieses erste Spiel war, anständig in einem Uncut-Video zusammenfassen kann oder richtig analysieren könnte. Ich habe gestern ein Video gemacht, das war 15 Minuten lang, und als ich es mir dann angeschaut habe, habe ich mir gedacht, ey, das fehlt und das fehlt und das fehlt, und deswegen habe ich es dann nicht hochgeladen. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Ich habe mir jetzt überlegt, weil ich habe mir jetzt das erste Mal auch, es ist eine Premiere heute, ich habe mir hier den Laptop hingestellt, wo ich den Boxscore die ganze Zeit auf Abruf habe. Und dann habe ich noch meine Notizen da. Ich habe das Spiel mittlerweile zweimal geguckt, also ich habe es live geschaut, dann habe ich mir irgendwann nochmal die zweite Halbzeit angeschaut und jetzt gestern Abend habe ich es mir dann nochmal komplett angeschaut. Ich habe echt das Gefühl, ich könnte über das Ding eine Woche lang Videomaterial droppen, Analysen, keine Ahnung, wie war für Kevin Durant das erste Spiel, wie war es für Klay Thompson, wie war es für Lebron, wie war es für Kevin Love. Es ist einfach so viel passiert. Ich versuche jetzt mal so viel wie möglich einfach in dieses Uncut-Video zu packen. Ich weiß nicht, wie lang es wird. Ich weiß nicht, wie die ganze Stimmung von dem Video wird. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Wenn euch das taugt, wenn ihr sagt, ey, das ist eigentlich ganz cool für die Finals, macht das weiter, dann mache ich das auch so weiter. Wenn ihr sagt, nee, Digga, so kommt zum Punkt, oder was heißt kommt zum Punkt, aber konzentriere dich auf 1, 2, 3, 4 Themen und pack die in 10 Minuten, dann kann ich das auch wieder machen, aber in dem Spiel 1 ist einfach zu viel passiert. Fangen wir direkt mal an. Also die Matchups waren auf Seiten der Warriors war es Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, so die 4 All-Stars, die wir kennen. Und dann Kevon, ich kann seinen Namen nicht sagen. Ich dachte auch das halbe Jahr lang, dass er einfach Kevin heißt, aber er heißt Kevon. Ich sage einfach Looney. Also Looney ist noch gestartet auf Center. Das war praktisch die Starting Five von den Warriors. Ich war nicht überrascht. Ja, doch, vielleicht zum Teil überrascht, weil ich die Warriors jetzt lange gesehen habe in der Houston-Serie, 7 Spiele. Es haben sehr, sehr viele Spieler Spielzeit bekommen für die Warriors. Ich denke, Steve Kerr wollte einfach mal ausprobieren, einfach mal auch jedem die Möglichkeit geben, ey, Digga, du bist jetzt mal in den NBA Finals, hier hast du mal 3, 4, 5, 6 Minuten, wo du einfach spielen kannst, wo du dich mal präsentieren kannst, und hat einfach geguckt, so okay, wie reagieren die Cavaliers auf so einen Spielertyp, wie reagieren die Cavaliers auf so einen Spielertyp. Manche haben gut funktioniert, wie zum Beispiel JaVale McGee. Ich glaube, der kam für, was waren es, 6 Minuten insgesamt, glaube ich, rein und hat richtig viel Energie gebracht. Er hatte zwar diesen blöden Shaq-in-a-Foo-Moment, wo er halt vom Ring geblockt wurde, letztendlich beim Dank. Scheinbar wusste er nicht, wo er war. Das war ein ziemlich blöder Moment, der vielleicht so seine Performance... Ich habe das Gefühl, die Kamera ist leicht schief. Moment. Nee. Okay, also ich hoffe, die Kamera ist gerade. Ja, dieser Shaq-in-a-Foo-Moment hat so ein bisschen davon weggenommen, dass JaVale eigentlich die ganze Zeit eine richtig gute Leistung gezeigt hat. Andere haben jetzt nicht wirklich überzeugt, also David West war ein paar Minuten drin, Patrick McCaw war ein paar Minuten drin, aber das sind keine Spieler, von denen ich jetzt erwarte, dass sie öfter kommen. Ich könnte mir JaVale wirklich öfter vorstellen, denn die Cavaliers spielen sehr, sehr klein. Müssen sie auch gegen die Warriors, sie müssen ja die Pick-and-Rolls und so switchen. Und wenn du da ab und zu einen JaVale McGee dann reinbringst, einfach nur um irgendwie den ganzen Gameplan von den Cavaliers so ein bisschen zu zerstören oder nicht zu zerstören, sondern zu stören, dass sie sich so kurz ein bisschen unwohl fühlen, dass JaVale irgendwie ein paar Offensive Rebounds holt. Das kann ich mir vorstellen, dass wir ihn öfter sehen werden. Und die Cavaliers sind halt auch nicht so super schnell wie die Houston Rockets, deshalb könnte das einigermaßen funktionieren. Was mir gleich am Anfang aufgefallen ist, die Cavaliers haben jedes Pick and Roll in diesem Spiel geswitcht. Sie haben praktisch versucht, so das Houston Rockets Team zu kopieren. Also sie wollten wirklich jedes Pick and Roll switchen, hart verteidigen, gut verteidigen, mit schnellen Füßen. Da war ich wieder positiv überrascht.
vor allem bei unserem Homie Kevin Love. Wer sich erinnert, 2016, als Kevin Love in den entscheidenden Sekunden von Game 7 wurde er ja geswitcht auf Stephen Curry. Gut, Stephen Curry war damals auf jeden Fall verletzt, also ihm hat vielleicht so die letzte Spritzigkeit gefehlt. Aber er hat trotzdem jetzt nicht die schlechteste Serie gespielt und er war trotzdem zweifacher MVP und so weiter. Und Kevin Love hat ihn halt brutal gut verteidigt und seine Füße waren die ganze Zeit in Bewegung und er hat es einfach verdammt gut gemacht, ohne zu foulen. Und das Gleiche, muss ich sagen, gilt jetzt für die 2018er Finals. Also da hat er einfach verteidigungsmäßig einen sehr, sehr guten Job gemacht. Wer mir auch gut gefällt, ist Tristan Thompson, obwohl ich von vielen Seiten jetzt gelesen und gehört habe, so Tristan Thompson war nicht gut. Ich finde ihn schon gut. Also ich bewerte einen Spieler nicht unbedingt immer nur dadurch, ob in einem Spiel sozusagen seine Statistiken gut aussehen. Also was ich damit meine ist, wenn wir einen Hustle-Player haben, also wirklich jemanden, der immer nach den Offensive Rebounds geht, jemand, der viel in der Verteidigung kämpft, jemand, der gute Blöcke stellt. Wenn der mal ein Spiel hat, wo er nur, keine Ahnung, da kommt jetzt der Boxscore gerufen, was hatte er denn? Tristan Thompson, wie viele Rebounds? Ja, okay, guck, also 5 Rebounds, 2 Punkte, gut, das sieht alles natürlich nicht so gut aus, 2 Punkte, 5 Rebounds in 20 Minuten, gut, jetzt verstehe ich das auch ein bisschen, aber schaut, das hatte ich gar nicht so im Kopf, denn ich habe einfach nur sein Hustle gesehen und wie er auf dem Feld gewirkt hat. Ich finde, er hat 2-3 Mal wirklich einen sehr guten Pick gestellt, dadurch konnte Lebron zum Korb gehen. Ich finde, dass er halt um jeden Ball kämpft und selbst wenn du dann in dem einen Spiel eben nur 5 Rebounds abgreifst, du hast trotzdem diese Energie gebracht und im nächsten Spiel bei diesen 50-50 Balls halt entweder du bekommst sie oder nicht, kann halt so und so passieren. Beim nächsten Mal ist es dann so, dass er sie bekommt und dann stehen da auf einmal 10 oder 12 Rebounds. Deshalb hat er mir eigentlich gut gefallen. Und als letztes jemand, der jetzt auch nicht offensiv so stark war, war Jeff Green, der aber trotzdem auch vor allem halt als dieser Spielertyp, der am besten reinpasst in diese Baby Houston Rockets Defense, weil er halt, ich weiß gar nicht, ob er 6'8 oder 6'9 ist, also irgendwas zwischen 2 Meter und 2,5 Meter wird er sein. Und er passt von seiner Athletik her da gut rein, dass du eben jedes Pick and Roll switcht, dass du eben die Warriors relativ in Bedrängnis geben kannst. Manchmal sind die Sätze so krumm. Ich hoffe, ihr seid damit cool und schaltet jetzt nicht ab. Ja, kommen wir mal weg von der Cavaliers Defense. Das war jetzt doch ein bisschen ein langer Ausflug, beziehungsweise ein bisschen nerdy. Kommen wir mal zu den Warriors. Was mir da sehr, sehr gut gefallen hat, war, wie Stephen Curry das Tempo kontrolliert hat. Ich hatte das ganze Spiel über das Gefühl, die Warriors sind so 10-20% mit dem Fuß auf der Bremse. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Cavaliers Defense so unmenschlich stark ist, dass die Warriors jetzt nicht Fast Breaks laufen können oder dagegen ankommen oder keine Ahnung, so ihr normales Warriors Spiel aufziehen können. Dieses Gefühl habe ich einfach nicht bekommen von der Cavaliers Defense, sondern ich hatte eher das Gefühl, die Warriors haben sich das wirklich ganz entspannt angeschaut, die erste Halbzeit und auch weite Teile von der zweiten Halbzeit. Die haben einfach geguckt, so okay, was passiert, wenn wir das machen, was passiert, wenn wir den Spieler einsetzen, Steph, lauf mal dieses Play, wir gucken, wie die Cavaliers das verteidigen. Da war wenig Fast Break Basketball, was ja normalerweise das Steckenpferd oder mit eins der Steckenpferde von den Warriors ist. Und wie gesagt, Steph Curry möchte ich hervorheben, weil er eine sehr, sehr traditionelle Point Guard Rolle in dem Spiel gespielt hat. Also ich finde, er hat viel mehr einfach geschaut, dass er das Spiel langsam aufzieht, dass er dem Spiel praktisch das Tempo gibt, dass er das so ein bisschen diktiert. Und letztendlich hat er, glaube ich, 9 Assists auch gegeben. Ich muss gar nicht glauben, weil es steht da. Genau, 9 Assists hatte er und das hat er einfach super gemacht. Dazu ist sein Dreier gut gefallen. Seine Würfe aus dem Feld waren auch super. Also ich hatte das auch in dem ersten Video gesagt, dass das jetzt natürlich nicht mehr veröffentlicht wird, dass Steph Curry hatte 11 von 23 aus dem Feld, 5 von 11 von der Dreierlinie. Das sind, für die Würfe, die er nimmt, sind das super Quoten. Dazu hat er 46 Minuten gespielt, hatte 29 Punkte, 9 Assists, 6 Rebounds. 2 Turnover nur, also viel besser kannst du eigentlich gar nicht spielen.
wenn du seine Position begleitest, wenn du die ganze Zeit unter Druck gesetzt wirst und vor allem, wenn die Cavaliers es genauso machen wie Houston, dass sie einfach jedes Pick and Roll versuchen auf dich zu switchen, also dass du halt Lebron gegen Steph Curry hast. Das hatte ich, glaube ich, auch in irgendeiner Analyse auf dem Hauptkanal gesagt, dass ich erwarte, dass die Cavaliers es oft in der Offense so machen werden, dass sie Pick and Roll spielen, damit dann Steph gegen LeBron steht und dann hast du halt körperlich überhaupt keine Chance mehr. Also gegen James Harden und Chris Paul ist schon schwer. Und LeBron ist halt nochmal 10 cm größer, nochmal 400 Kilo schwerer. Da hat Steph natürlich keine Chance. Aber auch da, ich muss sagen, dass mir Steph wirklich sehr, sehr gut gefällt in diesen ganzen Playoffs. Ich finde, er spielt sehr gute Serien. Wieder auch der Hinweis so, ich gucke mir die Spiele wirklich an, komplett von Anfang bis Ende. Und wenn mir jetzt einer dann schreibt und sagt, ja, aber weißt du nicht, dass er in Game 2 von der und der Serie nur 11 Punkte hatte, dann sehe ich trotzdem, was er macht auf dem Feld. Und wenn halt mal an einem Abend diese Würfe nicht fallen, dann sieht es natürlich im Boxscore scheiße aus und dann steht da 11 Punkte und 3 von 17 getroffen. Das heißt aber nicht, dass das keine guten Würfe waren. Das heißt einfach, dass der Wurf an dem Tag halt nicht gefallen ist. Und ich finde, dass Steph wirklich sehr, sehr gute Playoffs spielt. Und es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Jetzt muss ich mal ein bisschen weiterkommen. Jetzt sind wir schon bei 10 Minuten. Ich versuche mal weiterzukommen. Warriors spielen langsam, das habe ich gesagt. J.R. Smith war im ersten Viertel tatsächlich stark. Ich habe ja ein ganzes Video auf dem Hauptkanal gemacht über die ganze J.R. Smith-Situation. Ich glaube, das ist jetzt dann mit der Zeit auch ausgelutscht. Es will viele Leute sagen, oh, man sollte sich eher auf George Hill konzentrieren, weil der den Freiwurf nicht gemacht hat und das stimmt auch. Andere sagen, J.R. Smith hätte den freien Layup gehabt. Ich sage, er hatte keinen freien Layup, weil die Leute einfach nicht die Perspektive haben, wenn du auf dem Basketballfeld stehst. Halt, ich kann mich... Oder ja, jeder, der Basketball spielt, war wahrscheinlich schon mal in der Situation, vor allem wenn er irgendwo zwischen der Größe 1,70 bis 1,90 ist, dass er unterm Korb steht, irgendeinen Offensive Rebound geholt hat und vor ihm steht einfach ein Power Forward oder ein Center von 2 Meter, 2,5 Meter, 2,10 Meter. Natürlich kann danach einer von außen ein Bild machen und sagen, guck mal, da hat er aber einen Millimeter Platz, wieso macht er den nicht? Es ist immer noch ein 2,10 Meter verteidigender Typ mit einer Spannweite von 8 Metern. Das ist nicht so easy, wie die Leute sich das denken. Und du hast auch nicht, wenn du den Rebound fängst, hast du nicht sofort die gegenwärtige Präsenz, dass du sagst, okay, KD ist da, hinter mir ist keiner. Also, dass du das sofort alles checkst. Du kannst ja auch für eine Millisekunde denken, oh fuck, da kommt, keine Ahnung, Draymond oder ich weiß gar nicht, wer sonst so überall stand. Es ist nicht so einfach und wenn wir da von außen drauf schauen, also ich finde, den Layup hätte er nicht machen müssen. Was er hätte machen müssen, 100%, wo es überhaupt keine Diskussion gibt, egal ob er dachte, dass sie vorne liegen, egal ob er dachte, dass es Gleichstand ist, er hätte den Ball fangen müssen, ein Dribbling raus, Pass raus auf Lebron an der Dreierlinie, komplett frei und der schießt den Game Winner. Und dann ist es Win, wie heißt es, Make... Ich weiß gar nicht, sagen wir einfach win or lose und dann ist komplett on LeBron, so wenn er den trifft, GOAT-Status, wieder einen Schritt näher gerückt, wenn er ihn nicht trifft, nicht klatsch, LeBron ist scheiße, bla bla bla. Das sind dann die Storylines und die sind dann auch verdient, beziehungsweise fast verdient. Aber dass er den Ball rausdribbelt und immer weiter wegdribbelt, also wenn er ein Timeout haben wollen würde, dann wäre er einen Schritt raus, hätte Timeout signalisiert. Wenn er sich hätte foulen lassen wollen, wäre er 2 Dribblings raus, hätte den Ball genommen, hätte sich foulen lassen. Und hätte er den Game Winner haben wollen, dann hätte er ein Dribbling gemacht und ihn rausgepasst auf LeBron und der hätte ihn versenkt. Es gibt viele Probleme mit diesem Play. Ich habe aber wie gesagt auch das ganze Hauptkanal-Video drüber gemacht, das geht auch 11 Minuten oder so, deshalb, wenn ihr da noch mehr Interesse habt, dann schaut euch das nochmal an. Ich habe auch zu der ganzen Situation vorhin auf Instagram, also heute Morgen, 9:30 Uhr ist gerade, habe ich ein Bild dazu gepostet, wo man genau sieht, wie offen LeBron da an der Dreierlinie stand. Es ist ein Riesenthema, es wird wahrscheinlich immer ein Riesenthema bleiben, es ist auf jeden Fall einer der größten Finals-Skandale, sage ich mal, die ich jemals mitbekommen habe und ich gucke jetzt seit 15 Jahren die Finals mir an
und habe davor ungefähr auch nochmal 15 Finals mindestens mitbekommen und dieser J.R. Smith Move gehört auf jeden Fall dazu. Jetzt habe ich so ein bisschen vergessen, wo ich war. Lost into Rotations, KD struggled. Ja, also das ist auch eine Sache, das hat auch Stephen A. Smith nach dem Spiel gesagt. Hätte es diese ganze Kontroverse nicht gegeben und hätten die Cavaliers tatsächlich gewonnen, die Medien hätten sich so brutal auf Kevin Durant gestürzt, das kann man sich nicht vorstellen. Jetzt vor allem, wo ich mir das Spiel das zweite Mal angeschaut habe, habe ich das erst mitbekommen, wie schlecht KD eigentlich an dem Tag war. Ich habe zurzeit, ich weiß nicht, woher die kommen, irgendwie so in letzter Zeit habe ich unter meinen Videos so ein paar Trolls, die immer Kommentare hinterlassen, so, keine Ahnung, so voll provozierend halt. Ja, warum redest du überhaupt Lebron? KD ist sowieso 100-mal besser und da. Und dann führen die das immer aus und führen Diskussionen über 40 Kommentare darunter. Das ist eigentlich relativ interessant und witzig. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass die Person, wenn sie sich diese langen Videos auch anschaut, dass die jetzt kommt und mich zerstört. Aber es ist mir eigentlich egal. Beim ersten Mal gucken vom Spiel ist es mir nicht wirklich aufgefallen. Aber gestern, als ich das Spiel dann nochmal mir angeschaut habe, habe ich echt gemerkt, so wow, bei Kevin Durant ist nichts gefallen. Der hat wirklich schlechte Defense gespielt. Der war dafür verantwortlich, dass J.R. Smith überhaupt diesen Rebound holt, was ja auch sehr, sehr schlecht ist, also dass du es nicht gebacken bekommst als 2,10 Meter oder halt noch größerer Typ einfach, ist ja egal welche Position du spielst, dass du es nicht schaffst, den kleinen J.R. Smith auszuboxen, also das geht eigentlich nicht, beziehungsweise darf nicht passieren. Er hatte wirklich viele Momente in der Defense, wo ich dachte so, hä, strengt er sich nicht an? Wird er gerade so von Lebron zerstört? So, was ist da los? Und in der Offensive ist halt sein Wurf einfach nicht gefallen. Was haben wir denn bei ihm? Wir haben 8 von 22. Das ist nicht sonderlich toll. Und dann hat er 1 von 7 Dreier. Das geht halt überhaupt nicht. Und dann aber 9 von 10 Freiwürfen, was insgesamt 26 Punkte ergibt. Wenn man jetzt dann einfach in 2 Jahren auf den Boxscore guckt oder sich überhaupt dann die Serie anguckt von den Punktedurchschnitten, dann sagt ihr, ah ja cool, nee, war doch alles super. Aber das war wirklich ein schlechtes Spiel von ihm und er hatte verdammt viel Glück, dass die Warriors gewonnen haben, denn sonst würde sich jeder, wirklich jeder, auf ihn stürzen und sagen, was ging da ab, das kann überhaupt nicht sein. Er wurde meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut versteckt, beziehungsweise einfach davon überschattet, dass es bei Steph und Clay super lief. Bei Clay war es ja sogar so, dass er sich relativ schlimm verletzt hatte, dachte man erst. Das wäre übrigens wirklich eine Sache, die ich überhaupt nicht sehen will. Also Cavaliers-Fan hin oder her, wenn ich mitbekommen würde oder wenn es wirklich so wäre, dass einer von diesen Big Four, also einer von diesen 4 All-Stars, wenn der sich jetzt verletzt bei den Warriors und dadurch gewinnen die Cavs, das fände ich richtig schlimm und das will ich einfach nicht sehen bzw. haben und ich hatte richtig Schiss um Klay Thompson, das ist ein Spieler, ich will den auf dem Feld sehen, daher ja, schön, dass er wieder da war, Klay Thompson, Verletzung habe ich mir eben aufgeschrieben und hat dann halt auch noch ein krasses Spiel gemacht, war immer wieder wichtig für bestimmte Situationen im Spiel, wo du einfach so ein bisschen Momentum brauchst, wo du dafür sorgen musst, dass die Cavaliers nicht wegziehen. Da hatten wir, er hat auch 8 von 16, 5 von 10, 2x50, das ist perfekt, 3 von 3 Freiwürfen, 24 Punkte, 3 Rebounds, einen Assist, also einen Turnover, besser kannst du eigentlich nicht spielen, wenn du Klay Thompson bist. Es wurde relativ viel darüber geredet, dass die Warriors so schlecht gespielt hätten und deswegen hätten die Cavs überhaupt nur eine Chance gehabt. Das sehe ich, um ehrlich zu sein, gar nicht so und mittlerweile wurden hier und da auch Artikel released, die das nochmal bestätigen. Also zum einen, es war das erste Mal in keine Ahnung wie viel Spielen, dass die 3 Warriors Superstars, also unsere 3 Shooter, alle über 20 Punkte hatten. Das ist lange, lange Zeit nicht passiert. Draymond hatte fast ein Triple-Double, war super. Looney hat super gut verteidigt. Den auch noch kurz die Erwähnung. Also Looney ist ja gestartet und dementsprechend haben die Cavaliers dann auch oft versucht, Looney zu attackieren. Und der hat einen verdammt guten Job gemacht. Also Props an KobeBjoern. Den Namen, ich muss das echt lernen. KobeBjoern, Looney. Der hat einen super Job in der Defense gemacht, also Props wirklich an ihn. Ja, vielleicht noch zu 2 Sachen, die ich gerne noch ansprechen würde. Zum einen,
Genau, weil ich auch gesagt habe, gerade die Warriors wären so schlecht gewesen und die Cavaliers so unfassbar gut und das würde sich jetzt dann wieder einpendeln in den anderen Spielen. Das sehe ich wirklich nicht so, denn wie heißen sie, die Cavaliers haben auch relativ schlechte Quoten geworfen. 27% nur von der Dreierlinie. Es kursiert überall diese Statistik, was sind es, ich glaube irgendwie 6 von 23 freien Dreiern, die sie verworfen haben oder die sie nur getroffen haben. Also sie haben 17 freie Dreier verworfen, das darf eigentlich nicht passieren. Kevin Love hat ein super Spiel gemacht aus dem Feld, hat aber nur 1 von 7 seiner Dreier getroffen oder 1 von 8 sogar. Da gibt es echt viele Punkte, wo die Cavaliers besser werden können und wo die Warriors meiner Meinung nach nicht so viel besser werden können. Kevin Durant wird auf jeden Fall in Spiel 2 ein besseres Game haben. Kann dann aber wieder sein, dass bei Klay Thompson der Wurf nicht fällt oder dass bei Steph mal was nicht funktioniert. Also die sind nicht so untouchable, wie man denkt. Und die zweite Sache, und dann machen wir das Video auch aus, also dann sind es 20 Minuten. Oder 25 Minuten sind es dann wahrscheinlich, wenn wir das beenden. Die zweite Sache sind die Schiedsrichter. Und es war wirklich, je mehr ich jetzt das Spiel dann nochmal gesehen habe und wirklich auch gesehen habe, was gab es für Pfiffe, wenn du das Spiel öfter siehst, kannst du dich halt auf verschiedene Sachen gleichzeitig konzentrieren oder direkter konzentrieren. Es waren schon sehr fragwürdige Pfiffe für die Warriors dabei, also gegen die Cavaliers, eben vor allem so gegen Ende des Spiels. Ich will nicht sagen, es ist rigged, aber bei manchen Dingern denkst du dir echt so, ey, wenn ihr das jetzt nicht pfeift, dass LeBron James zum Korb geht und zweimal hintereinander voll in den Arm geschlagen wird und er dadurch den Ball verliert, dann müsst ihr das bei den Warriors auf der Seite auch durchgehen lassen und das haben sie halt nicht. Wenn auf Seiten der Warriors gefoult wurde, wurde ein Foul gepfiffen und das war vor allem schlimm in der Verlängerung. Ich glaube echt 2 oder 3 Mal, dass LeBron zum Korb zieht. Kevon Looney packt ihm einmal einfach so voll in den Arm. Ich glaube Draymond haut ihn einmal voll auf den Arm und jedes Mal sagen die Schiris so, nee, der Ball wurde halt einfach gestealt. Also das war überhaupt kein guter Look für die Schiris, fand ich. Da hat man sehr gemerkt, dass sie das Spiel in eine gewisse Richtung lenken wollen. Und dann auch, wenn die Cavaliers Defense gespielt haben, es war zweimal, ich glaube auch beide Mal in der Verlängerung, also echt, wo es dann drauf ankam und wo die Cavaliers keinen Spirit mehr hatten, war es zweimal so, dass der Ball von Kevin Durant gestealt wurde. Also der wurde komplett clean gestealt, einfach auf den Ball gehauen. Cavaliers haben den Ball und zweimal wurde ein Foul gepfiffen. Ich habe auch von, ich glaube der Journalist heißt Brian Windhorst oder Whithorst, der ist sozusagen der Journalist oder einer der Journalisten, der wirklich immer bei Cleveland ist, der auch in der Umkleide ist, der das alles mitbekommt, der mit denen im Bus fährt und so weiter. Und der hat gesagt, der hat die Cavaliers in seiner jahrelangen Berichterstattung und auch wenn sie Finals-Spiele verloren haben und so weiter, der hat die noch nie so sauer erlebt wie in diesem Spiel. Wie nach diesem Spiel. Tyronn Lue hat man ja in der Pressekonferenz gesehen, der da fast kein Wort rausgebracht, ohne dabei so zu wirken, als würde er dich gleich umbringen. Lebron hatte überhaupt keinen Bock mehr auf diesen Mark Schwartz von ESPN, als er dann einfach gegangen ist. Übrigens ist das auch der gleiche Typ, ich weiß nicht, ob Leute das auf dem Schirm haben. LeBron mag den nicht und das ist derselbe Typ, der vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren hat er ihn in der Pressekonferenz gefragt, die ganze Sache mit Kyrie Irving, wo Kyrie da sitzt und Mark Schwartz sagt, ja, sag mal LeBron, Kyrie hatte keinen Assist, was soll denn das? Und dann verteidigt LeBron ihn halt, ich habe das auch in meinen Top 5 LeBron-Momenten, glaube ich, in irgendein Video mal gepackt. Das nur so nebenbei, also LeBron mag den Journalisten sowieso nicht und dann hat er einfach ihn die ganze Zeit gelangweilt mit dieser blöden Frage, was dachte JR, was dachte JR? Jetzt habe ich total den Faden verloren, weil ich nicht mehr weiß, wo ich bin. Ja genau, die Cavaliers waren sowas von angepisst, also so hat der Journalist gesagt und der covert die Cavaliers seit gefühlt 10 Jahren, hat auch das Buch geschrieben über LeBron, das super recherchiert und super gut geschrieben ist und der meinte auch so, yo, ich habe die Cavaliers noch nie so sauer gesehen und das lag an 3 Sachen. Nummer 1 war dieses kontroverse Foul, das nochmal gedreht wurde, dass es eben ein Foul war von LeBron und kein Offensivfoul von KD. Ich habe in meinem Hauptkanalvideo schon gesagt, ich sehe es wirklich als
Foul von Lebron. Ich finde es nur sehr bescheuert in den letzten 2 Minuten eines Spiels, wenn der eine Schiri wirklich pfeift, Offensivfoul, dass der andere dann zum Monitor geht und sagt, nee, das reviewen wir jetzt und ändern dann den Foul Call. Also das hat einfach das Momentum gechanged, wo du so dachtest, so, warum machen die das? Das ist irgendwie sehr weird, in den NBA Finals sowas zu machen. Ich weiß, es ist eine relativ neue Regel, aber es ist trotzdem bescheuert, irgendwie ein Foul Call, der gemacht wurde, den einfach komplett umzudrehen. Und ja, dann waren sie sauer über die J.R. Smith-Sache. Und drittens waren sie dann eben sauer, wie sie in der Verlängerung behandelt wurden. Jetzt haben wir 25 Minuten. Ich habe euch gesagt, ich könnte da echt eine Woche drüber Material droppen. Ich fand es so spannend. Ich bin noch gar nicht eingegangen auf spezielle Matchups, auf Defense Rotations, auf bestimmte Sequenzen, auf die Bankspieler, auf Jordan Clarkson, auf Larry Nance. Es gibt echt zu viel zu sagen, deshalb, ich hoffe in Game 2 wird es ein bisschen anders, dass sich alles so ein bisschen gesettelt hat und ich nicht mehr 400 Sachen erzählen will, aber es ist echt eins der Spiele, die mich am meisten irgendwie jemals beschäftigt haben. Ich habe selten mir ein Spiel überhaupt 2-3 Mal angeschaut und ich bin mir sicher, ich gucke es mir bald nochmal an, weil es so spannend war wirklich und so viel drin gesteckt hat. Ich entlasse euch jetzt aber mal, jeder, der bis hierher geguckt hat, schreibt mal bitte G1 in die Kommentare, also für Game 1, weil das hier die Überschrift ist. Bei meinen Notizen habe ich einfach G und dann 1. Wer es bis hier geguckt hat, schreibt bitte ein G1 in die Kommentare und sagt mir mal, ob das cool ist, so die Berichterstattung zu machen, so fast Podcast-mäßig mal wieder, oder ob ihr sagt so, ey, nee, ich verstehe, dass du gehypt bist für die Spiele, aber bitte pack die Dinger nur auf, keine Ahnung, 10 Minuten, so, wir können uns das nicht geben, 26 Minuten. Und ja, sagt mir mal, was ihr von dem Spiel haltet. Ich lade oder nehme auf jeden Fall noch eine Preview auf für Game 2, was ich erwarte, wie alles ausgehen würde und so weiter. Das droppe ich dann vielleicht morgen. Und ansonsten vielen Dank wirklich für den Support hier auf dem Uncut-Kanal. Wer es nicht mitbekommen hat, auf dem Hauptkanal habe ich in den letzten Tagen relativ viel Videomaterial gedroppt, auch zu der Serie jetzt und zu dem JR-Incident. Also wer das noch nicht gesehen hat, kann da gerne vorbeischauen. Und ansonsten, Männer, es hat mega Bock gemacht. Habe ich noch irgendeine Sache? Eigentlich nur, dass das Ergebnis 124-114 viel zu krass ausfällt. Also das hätte einfach nicht sein dürfen. Das ist eigentlich ein Spiel, was mit 2-3 Punkten hätte entschieden werden müssen. Dafür haben einfach beide Teams gut genug gespielt, dass du dir einfach wünschst, so hey, das hätte ein knappes Spiel werden sollen, damit die Leute in 10 Jahren auch sehen, okay, das war ein knappes Spiel, das war ein wichtiges Spiel, Lebron 51 Punkte. Aber ja, Mann, komm, mach mal zu. Wie gesagt, haut G1 in die Kommentare und ansonsten würde ich wirklich sagen, Männer, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für den krassen Support im letzten Stream. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace.